Am 4. Oktober 1957 schrieb die Sowjetunion Geschichte, indem sie Sputnik 1, den weltweit ersten künstlichen Erdsatelliten, ins All schickte. Die Metallkugel mit Antennen startete vom Kosmodrom Baikonur und veränderte die Welt augenblicklich. Dieser Start war nicht nur ein technischer Triumph, sondern löste auch einen regelrechten Schock in den USA aus und beschleunigte die Gründung der NASA am 29. Juli 1958. Das Wettrennen um die Vorherrschaft im All wurde zu einer der wichtigsten Prioritäten beider Länder und fügte dem Kontext des Kalten Krieges eine ideologische und technologische Spannung hinzu. Die Rivalität entwickelte sich rasch zu einem ideologischen Kampf, bei dem der Weltraum zur Bühne für den Wettstreit um die Köpfe und Herzen der Menschen auf der ganzen Welt wurde. Die Reaktion der Weltöffentlichkeit reichte von Erstaunen bis Bewunderung, während der Satellit in den USA auch ein Gefühl der Verwundbarkeit auslöste. Sputnik 1 war kein geflügelter Bote, doch er wurde zum Symbol neuer Möglichkeiten und des menschlichen Strebens zu den Sternen. Dieser Start markierte den Beginn einer Ära, in der jedes Land von eigenen, oft geheim gehaltenen Erfolgen im Weltraum träumte. Doch wohin wird dieses Wettrennen führen, wenn so gewaltige politische Einsätze auf dem Spiel stehen? Dies ist erst der Anfang unseres Eintauchens in die weniger bekannten Kapitel der Geschichte des Wettlaufs ins All. Nach dem triumphalen Start von Sputnik 1 im Jahr 1957 ruhte sich die Sowjetunion nicht auf ihren Lorbeeren aus. Indem das Land seine Fähigkeiten weiterentwickelte, konzentrierte es seine Anstrengungen auf die Schaffung geheimer Weltraumprogramme, die einen neuen Weg im Zeitalter des Kalten Krieges ebneten. Obwohl geheime Aufklärungssatelliten in den 1960er und 1970er Jahren auftauchten, lassen sich ihre Wurzeln bis zum Beginn des Wettlaufs ins All zurückverfolgen. Programme wie Verschlüsselter Park arbeiteten an der Spitze der elektronischen Aufklärung und ermöglichten die Sammlung wichtiger Daten über potenzielle Gegner. Im Schatten des Weltraums verborgen, überwachten diese Satelliten Truppenbewegungen und halfen, das strategische Gleichgewicht der USA aufrechtzuerhalten. Der gesamte Prozess stand unter strenger Aufsicht und Kontrolle des KGB und die Entwicklungen fanden in abgeschotteten Städten statt, fernab der Öffentlichkeit und neugieriger Blicke. Diese verdeckten Programme, die von der breiten Öffentlichkeit weitgehend ignoriert wurden, stellten ein komplexes Netzwerk von Mitteln zur Sammlung von Geheimdienstinformationen dar. Die sowjetische Ingenieurskunst und Innovationen beeinflussten trotz ihrer Geheimhaltung die Weltwissenschaft und wurden zu Bausteinen für die späteren Errungenschaften der Menschheit im Weltraum. Welche Art von Entdeckungen blieb hinter dem Schleier der Geheimhaltung verborgen und welche Geschichten sind mit ihnen verbunden? Es scheint, als würde die Geschichte des Wettlaufs ins All selten alle Details preisgeben, doch in ihrem Labyrinth der Geheimnisse begegnet man Persönlichkeiten und Ereignissen, die selbst Skeptiker schockieren könnten. Wenn man in die Vergangenheit blickt, kann man mysteriöse Zeugnisse entdecken, über die die offizielle Chronik lieber schweigt. Obwohl der erste offizielle Flug von Juri Gagarin im April 1961 einen neuen Schritt in der Erforschung des Weltraums markierte, blieben viele unerzählte Geschichten hinter den Kulissen verborgen. Eine davon war eine Mission, von der praktisch niemand wusste. Vielleicht haben Sie schon von den Legenden über den sogenannten Geisterkosmonauten gehört, der Theorie, dass die Sowjetunion heimlich Kosmonauten ausbildete und ins All schickte, ohne ihre Misserfolge öffentlich zu machen. Diese Geschichten beruhen darauf, dass es während der Vorbereitungen, insbesondere im Vorfeld von Gagarins erstem Flug, zahlreiche Tests und Trainings gab, die geheim gehalten wurden. Sowjetische Ingenieure und Wissenschaftler führten aktiv Tests mit Kapseln und Lebenserhaltungssystemen durch, und einige dieser Versuche könnten tatsächlich nicht erfolgreich gewesen sein. Oft waren Experimente, bei denen Puppen und Tiere eingesetzt wurden, um einen menschlichen Flug zu simulieren, der Grund für das Entstehen solcher Gerüchte. Auch über diese Experimente kursierten viele Gerüchte und Legenden. Interessant ist, dass das sowjetische Programm sich nicht nur auf einen einzigen Erfolg beschränkte. Sie arbeiteten weiterhin an der Verbesserung der Technologien und der Erschließung neuer Horizonte. Wie Sie sehen, war die Raumfahrt immer von Mystik und Spekulationen umgeben. Und obwohl viele davon Mythen bleiben, spiegeln sie das menschliche Streben wider, das Unbekannte zu erforschen. Das wahre Großartige an der sowjetischen Raumfahrt liegt nicht nur in den ersten Schritten, sondern auch in dem, was oft im Schatten blieb. Es ist die ständige Suche und das Experimentieren, die die Wissenschaft vorantrieben. Doch was verbirgt sich noch hinter den majestätischen Flügen und wie sahen die Misserfolge aus, die im Verborgenen blieben? Vor uns liegt ein Eintauchen in die Welt technischer Schwierigkeiten und Pannen, die niemals auf die Titelseiten der Zeitungen gelangten. Die sowjetische Eroberung des Weltraums galt immer als menschengemachtes Wunder, doch in Wirklichkeit war der schwierige Weg zu den Sternen von erheblichen Misserfolgen und Unfällen gesäumt. Probleme mit den Treibstoffsystemen und der Raketenkonstruktion machten die Startplätze immer wieder zu einer echten Bewährungsprobe für die Ingenieure.
Obwohl spektakuläre Fehlschläge außerhalb der Presse blieben, führten die spannungsgeladenen Momente der Tests zu grundlegenden Überarbeitungen und Verbesserungen. Eines der auffälligsten Beispiele war das N-1-Programm. Diese leistungsstarken Trägerraketen für die Eroberung des Mondes waren alles andere als das Sahnehäubchen der sowjetischen Errungenschaften. Zahlreiche Versuche in den Jahren 1969 bis 1972 endeten mit Explosionen beim Start. Insgesamt gab es 4 Versuche und keinen einzigen erfolgreichen davon. Diese Misserfolge veranlassten die Führung dazu, die Daten zu geheim halten und die Enttäuschung vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Das Ausmaß, die Programme und die politische Rolle im Wettlauf zum Mond verliehen den Vorfällen zusätzliche Geheimniskrämerei. Es muss auch Sojus 1 erwähnt werden. Diese unglückselige Mission brachte bittere Früchte hervor. Wladimir Komarov kam ums Leben, als das Fallschirmsystem bei der Rückkehr komplett versagte. Dies war eines der wenigen tragischen Ereignisse, die zum Tod eines Menschen führten und eine tiefe Spur in der Geschichte der sowjetischen Raumfahrt hinterließen. Die Einzelheiten des Vorfalls blieben lange Zeit außerhalb der offiziellen Berichte. Sowjetische Ingenieure standen auch vor anderen Schwierigkeiten. Bei Langzeitflügen verschiedenster Art erforderten Systemausfälle und Probleme mit der Ausrüstung oft eine sofortige Reaktion der Besatzung im Orbit. Dank sorgfältiger Vorbereitung konnten Katastrophen vermieden werden. Letztlich wurden viele solcher Vorfälle von einem Schleier der Geheimhaltung umhüllt. All dies war nur ein Fragment eines viel größeren Bildes, in dem militärische und nachrichtendienstliche Aufgaben eine nicht unwesentliche Rolle spielten. Bereits in den 1960er Jahren wurden viele Satelliten der Serie Kosmos für geheime Missionen gestartet, was die Bedeutung von Aufklärungsaufgaben unterstrich. Dieses Element bestimmte die Geheimhaltung, die die sowjetischen Raumfahrtprogramme mit einem geheimnisvollen Schleier umhüllte, den es immer schwieriger wurde zu lüften. Die nächste Etappe unserer Reise führt uns in eine Welt, in der Geheimhaltung und Spionage zur Norm wurden. Wie und warum die Sowjetunion den Weltraum für Aufklärungszwecke nutzte. Diese Geheimnisse warten darauf, gelüftet zu werden. In der Raumfahrtgeschichte der Sowjetunion wurden Satelliten zu einem der größten Errungenschaften, die mit Geheimnissen und Strategie verwoben waren. Die Serie Kosmos war keine einzelne Mission, sondern eine Marke, die eine breite Palette von Geräten umfasste. Unter ihnen stachen Aufklärungssatelliten wie Zenit und Yanta hervor. Zenit, die erste Serie von Fotoaufklärungssatelliten, die seit 1962 gestartet wurde, war der erste Vorbote nach dem Zweiten Weltkrieg. Basierend auf der Technologie der Vostok-Raumschiffe wurde sie zum Symbol einer neuen Ära der Aufklärung aus dem All. Der nächste Schritt war die Serie Yantar, die in den 1970er Jahren ihre aktive Tätigkeit aufnahm. Nach dem Zerfall der Sowjetunion ging sie in den Besitz Russlands über und verlängerte ihre Aufklärungsmission bis zum Jahr 2012. Diese geheimen Apparate mit hoher Auflösung überwachten strategische Objekte, Militärbasen, Flottenarsenale und Infrastrukturen. Jedes aufgezeichnete Bild wurde Teil eines bedeutenden Mosaikpuzzles an Aufklärungsinformationen, das strategische Entscheidungen formte. Die Satelliten Yanta und Zenit wurden mit den Trägerraketen Sojus-U und später Sojus-2 gestartet, was ihre Bedeutung für die orbitale Logistik unterstrich. Die Hauptaufgabe bestand darin, strategische Objekte zu erfassen und nicht, wie fälschlicherweise angenommen wurde, politische Persönlichkeiten zu überwachen. Jedes aufgedeckte Detail konnte die diplomatischen und militärischen Kalkulationen der Supermächte beeinflussen. Geheime Missionen und spezialisierte Kameras verschafften den Satelliten Yanta und Zenit eine Spitzenposition unter den Aufklärungsprojekten jener Zeit. Desinformation und das Element der Geheimhaltung verstärkten nur das Mysterium ihrer Präsenz im Orbit und hinterließen zahlreiche Gerüchte. Wie ironisch ist es doch, dass sich zwischen wissenschaftlichen Entdeckungen und Strategien die wahre Wahrheit oft im Schatten auflöst. Doch was geschieht, wenn die Welt der Spionage und Aufklärung auf politische Ambitionen trifft? Wir werden uns auf eine Enthüllung einlassen, bei der Wahrheit und Illusion zu einem Muster verschmelzen. Die Sowjetunion nutzte das Informationsfeld geschickt, um ein glänzendes Bild ihrer Errungenschaften in der Raumfahrt zu zeichnen. Doch hinter dieser schillernden Fassade verbargen sich Ereignisse, die im Namen des Prestiges sorgfältig vertuscht wurden. Eines der wichtigsten Ereignisse, das der Welt sorgfältig verborgen blieb, war der tragische Unfall von Sojus 11 im Sommer 1971. Die Besatzung wurde auf dem Rückweg zur Erde mit einer Dekompression der Kapsel konfrontiert, was zum Tod der 3 Kosmonauten unmittelbar nach einer erfolgreichen Orbitalmission führte. Die sowjetische Presse erwähnte dieses Ereignis nur kurz und ließ die Details im Verborgenen. Die sowjetische Führung war bestrebt, alle Aspekte der Information zu kontrollieren, insbesondere wenn es um Misserfolge und technologische Probleme ging. Erfolge wurden ausgeschmückt, während Misserfolge nur minimal dargestellt wurden. Ja, Informationen über größere Unfälle konnten an die Öffentlichkeit gelangen, aber mit erheblicher Verzögerung und in stark abgeschwächter Form.
Darauf deuten auch die wenigen Veröffentlichungen hin, von denen einige vorsichtig redigiert wurden, um das Image des Landes als führende Kraft im Wettlauf ins All nicht zu beschädigen. Viele Verschwörungstheorien, wie etwa die umstrittenen Behauptungen, dass angeblich nicht Juri Gagarin, sondern eine andere Person, zum Beispiel Wladimir Iljuschin, der erste Kosmonaut gewesen sei, finden keine Bestätigung. Das ist ein Beispiel für Legenden, die ihren Weg in die populäre Fantasie gefunden haben, aber von Experten nicht anerkannt werden. Dennoch nutzte die Propaganda solche Elemente geschickt, um den internationalen Einfluss zu stärken. Geheimhaltung und Manipulationen richteten sich ebenfalls an die Außenwelt, wo das geschaffene Bild einer erfolgreichen Raumfahrt als diplomatisches Instrument diente. Diese Bemühungen spiegelten sich in den zwischenstaatlichen Beziehungen wider, in denen die Errungenschaften der Raumfahrt zu einem Symbol nationalen Stolzes und Prestiges wurden. Doch hinter diesem strahlenden Bild verbargen sich oft unausgesprochenes und wohl ausgefeilte Desinformation. Jetzt, da sich der Schleier des Geheimnisses ein wenig gelüftet hat, begeben wir uns auf die Spur jener nebulösen Legenden, die das sowjetische Raumfahrtprogramm umgeben. In dieser verborgenen Welt vermischen sich Mythen mit der Realität und schaffen eine Atmosphäre, in der es manchmal scheint, als läge die Wahrheit jenseits unseres Wahrnehmungshorizonts. Das sowjetische Raumfahrtprogramm beeindruckte durch seine Größe und Technologie, doch Illusionen und Mythen umgaben es nicht weniger. Nehmen wir zum Beispiel das Schicksal von Laika, dem ersten Hund im Orbit im November 1957. Ihr Flug war mutig und tragisch zugleich. Als sie an Bord des Satelliten Sputnik 2 ins All geschickt wurde, starb Laika nur wenige Stunden nach dem Start an Überhitzung. Das Raumfahrzeug blieb bis zum Verglühen in der Atmosphäre in der Umlaufbahn und lieferte der Welt unschätzbare Daten über das Verhalten lebender Organismen außerhalb der Erde, obwohl Laikas Schicksal lange Zeit von Geheimhaltung umgeben war. Legenden über verlorene Kosmonauten befeuerten ebenfalls das Interesse an der sowjetischen Raumfahrt. Gerüchte erzählten von Missionen, die im Schatten der Geschichte geblieben sind, doch all das ist letztlich nur Teil des Folklore. Offizielle Quellen bestätigen keine Berichte über ein Verschwinden, und all diese Gerüchte sind vielmehr der Versuch, das Unerklärliche zu erklären. Theorien über die Entdeckung einer mysteriösen Strahlung durch sowjetische Astronauten in den 1960er Jahren bleiben ebenfalls Teil von Mythen, für die es keine dokumentarischen Belege gibt. Diese Geschichten entstehen aus dem Versuch, eine ohnehin schon außergewöhnliche Epoche und ihre Errungenschaften zu romantisieren und mit Geheimnissen zu umgeben. Das sowjetische Raumfahrtprogramm erlangte weltweite Anerkennung und Ehre für seine Ambitionen und technische Stärke und erzielte zahlreiche Durchbrüche. Wir befinden uns in einer Zeit der Erforschung dieser Nachkriegsära, die voller Geheimnisse und Wettstreit war, in der selbst offizielle Errungenschaften manchmal fantastisch erschienen. Nachdem wir die Schatten der Mystik hinter uns gelassen haben, begeben wir uns zum nächsten Kapitel, um die ungelösten Seiten zu ergründen, die dem Wettstreit auf dem Weg zum Mond gewidmet sind. Als die Sowjetunion im Jahr 1959 die erste automatische Station Luna startete, war dies nur der Beginn einer noch ehrgeizigeren Mission, die als N1L3 bekannt wurde. Die sowjetische Führung fasste bereits im Jahr 1960 den Entschluss, ein Programm zur Eroberung des Mondes zu entwickeln, dessen Bestimmungen 1962 genehmigt wurden. Viele Jahre vor jedem der Teststarts der N1-Rakete. Der große Konstrukteur Sergei Korolev, dessen Rolle in der Anfangsphase unschätzbar war, erlebte den Start der großen Programme nicht mehr. Er verstarb im Jahr 1966 und hinterließ unerforschte Wege in den Händen seiner Nachfolger. Der erste von 4 Testversuchen zum Start der N1 begann 1969, aber alle, einschließlich des letzten im Jahr 1972, endeten tragisch und erreichten nicht die Umlaufbahn. Die Misserfolge dieser Tests hielt die Sowjetunion vor den Augen der Weltöffentlichkeit verborgen. Unterdessen leisteten die parallelen Erfolge der automatischen Lunasonden und der Lunokhod-Mars-Rover einen unschätzbaren Beitrag zur Weltraumwissenschaft und kompensierten so teilweise das Fiasko der N1. In denselben Jahren, am 20. Juli 1969, wurde die Welt Zeuge eines historischen Moments. Neil Armstrong betrat die Oberfläche des Mondes. Eine Leistung, die das sowjetische Programm zu diesem Zeitpunkt noch nicht übertreffen konnte, da es in konstruktiven Schwierigkeiten steckte. Im Jahr 1974 wurde das N1L3-Programm offiziell eingestellt und die Anstrengungen sowie Ressourcen wurden auf die Entwicklung des neuen Systems Energia Buran umgeleitet. Diese Entscheidung markierte das Ende einer Ära und den Beginn einer anderen, erfolgreicheren. Trotz Geheimhaltung und Rückschlägen ist die Geschichte voller Menschen, die im Schatten blieben, und selbst diejenigen, die nicht für die Mondmission ausgewählt wurden, haben einen bleibenden Eindruck in den Tiefen des Weltraums hinterlassen. Welche wirkliche Rolle spielten sie und warum sind sie nicht in die Geschichte des Mondprogramms eingegangen? Ein Rätsel hinter durchscheinenden Schleiern, das uns auf eine neue Entdeckung warten lässt.
Valentina Tereshkova, die erste Frau im All, startete am 16. Juni 1963 an Bord der Vostok 6 in den Orbit. Nachdem sie mehr als 2,5 Tage im All verbracht und 48 vollständige Erdumrundungen absolviert hatte, schrieb sie ihren Namen in die Annalen der Geschichte. Einer der erstaunlichsten Aspekte ihrer Karriere war das Fehlen jeglicher Flugausbildung, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits über 120 Fallschirmsprünge absolviert hatte. Diese Tatsache erwies sich als entscheidendes Kriterium bei der Auswahl für das weibliche Raumfahrtprogramm. Später fügte Svetlana Savitskaya dieser Liste der Errungenschaften von Frauen im All weitere hinzu. Im Jahr 1982 wurde sie die zweite sowjetische Kosmonautin und 1984 verbrachte sie, als sie ins All hinaustrat, mehr als 3,5 Stunden im freien Weltraum. Sie war die erste Frau der Welt, die dies vollbrachte. Frauen, deren Namen oft im Schatten blieben, spielten eine Schlüsselrolle in der wissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Arbeit der Sowjetunion. Ihr Beitrag zu angewandten Forschungen und zur Entwicklung von Ausrüstung für das Raumfahrtprogramm war unschätzbar. Sie arbeiteten in geheimen Büros und Laboratorien, entwickelten mitunter bahnbrechende Technologien und blieben dabei dennoch außerhalb der öffentlichen Aufmerksamkeit. Das bestätigt ihre Bedeutung neben den prominenten männlichen Kosmonauten wie Juri Gagarin. Die Geschichten dieser Frauen erinnern daran, wie oft Erfolg durch gemeinsame Anstrengungen errungen wird, die sich aus einzelnen, auf den ersten Blick unbedeutenden Handlungen zusammensetzen. Aufmerksamkeit für Details und Fleiß ermöglichten es, viele Hindernisse zu überwinden. In der komplexen Welt der sowjetischen Raumfahrt, in der jeder Schritt eine Heldentat war, leisteten Frauen einen enormen Beitrag zu den Erfolgen und wurden zur Inspiration für kommende Generationen. Doch die Orte, an denen diese technologischen Wunder geschaffen wurden, sind ebenfalls voller Geheimnisse. Baikonur, der berühmte Weltraumbahnhof, wurde zum Ausgangspunkt vieler legendärer Missionen. Was verbirgt seine endlose Steppe und welche Geheimnisse werden bis heute von seinen Wächtern gehütet? Die nächste Etappe unserer Reise entführt uns in das geheime Innenleben dieser streng geheimen Anlage, wo Entscheidungen auf höchster Ebene getroffen wurden, die bereit waren, den Lauf der Weltgeschichte zu verändern. Wenn man in die Geschichte des Kosmodroms eintaucht, wären viele überrascht zu erfahren, dass sich sein tatsächlicher Standort im Süden Kasachstans befindet, in der Gegend der kasachischen Wüstenhügel nahe dem Dorf Tjuratam. Der Name Baikonur gehörte ursprünglich zu einem Dorf und einem Bergwerk, die sich mehr als 300 Meilen nordöstlich in der Region Karaganda befanden. Dies war Teil einer strategischen Tarnung, um ausländische Geheimdienste in die Irre zu führen. Seit seiner Gründung trug der Weltraumbahnhof den Codenamen Taiga, der bis zum ersten historischen Flug von Juri Gagarin im Jahr 1961 verwendet wurde. Erst dann wurde Baikonur weltweit als Startplatz für die ersten Weltraumvorstöße der Sowjetunion bekannt. Die Bedeutung von Baikonur kann kaum überschätzt werden und ein großer Verdienst an seinen Erfolgen gebührt Sergei Korolev, dem Chefkonstrukteur und Inspirator der sowjetischen Raumfahrt. Sein Team arbeitete fleißig und selbstlos an neuen Raketen und Raumfahrzeugen. All dies geschah jedoch unter strengster Geheimhaltung. Viele Mitarbeiter des Kosmodroms wussten nicht einmal, was genau sie bauten und dachten oft, es handele sich lediglich um ein Stadion oder andere zivile Anlagen. Das Maß an Geheimhaltung des Kosmodroms wurde durch Scheinobjekte und Siedlungen verstärkt, die zur Täuschung der US-Spionagetechnik einschließlich der berüchtigten U-2-Flugzeuge errichtet wurden. Misserfolge in Baikonur hätten schwerwiegende politische Folgen haben können, da die Erfolge im Weltraum eine entscheidende Rolle im Kalten Krieg spielten. Der Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 hatte erhebliche Auswirkungen auf Baikonur. Nachdem sich der Kosmodrom auf dem Gebiet des neuen, unabhängigen Kasachstan befand, begann für ihn eine neue Ära der Pacht und Verwaltung durch Russland. Dies wirkte sich auf die Programme und die Finanzierung aus und brachte Schwierigkeiten bei der Anpassung und dem Betrieb mit sich. Doch was erwartet uns in einer anderen Epoche, in der der Weltraum immer mehr zum gemeinsamen Gut wird und das Konkurrenzdenken in den Hintergrund tritt? Wie haben sich die Raumfahrtprogramme vor dem Hintergrund solch schwieriger Veränderungen entwickelt? Der Schleier der Zeit wird Antworten voller Überraschungen und neugieriger Rätsel lüften. Der Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 war nicht nur ein politischer Umbruch, sondern auch ein Schock für die Raumfahrtindustrie. Der Zusammenbruch des einheitlichen Verwaltungssystems wirkte sich auf viele Unternehmen und wissenschaftliche Zentren aus, von denen einige außerhalb Russlands lagen, wie zum Beispiel das bekannte Konstruktionsbüro Yushnoye in der Ukraine. Russland, das die wichtigsten Kapazitäten der Raumfahrt geerbt hatte, kämpfte mit dem Verlust von Fachkräften und den Schwierigkeiten, die verbliebenen Ressourcen zu integrieren. Der Weltraumbahnhof Baikonur, der nun ein gemietetes Objekt war, geriet ins Zentrum neuer geopolitischer Beziehungen mit Kasachstan. Nicht nur die Pacht war Gegenstand von Verhandlungen, Russland sorgte auch für den Betrieb und die Modernisierung dieses legendären Weltraumbahnhofs. Dies brachte sowohl wirtschaftliche als auch organisatorische Herausforderungen mit sich.
Vor dem Hintergrund all dieser Herausforderungen endete das technologisch einzigartige Buran-Programm ebenso abrupt. Der einzige Flug im Jahr 1988, der ein bahnbrechendes Ereignis war, führte nicht zu einer Weiterentwicklung, da der Zerfall der UdSSR alle Hoffnungen auf weitere Finanzierung und Unterstützung zunichte machte. Die wahre Herausforderung für Russland bestand darin, sich an die neuen Bedingungen anzupassen. In den 90er Jahren, als die Finanzierung des Raumfahrtprogramms auf dringendere Bedürfnisse umgeleitet wurde, wurden Innovationen und die Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft zu überlebenswichtigen Faktoren. Russland wurde zu einem Schlüsselakteur auf der internationalen Raumstation, indem es seine Anstrengungen mit anderen Ländern vereinte, was es ermöglichte, strategische Errungenschaften und Wissen zu bewahren. In dieser neuen Ära gelang es Russland nicht nur, sich anzupassen, sondern auch die Grundlage für zukünftige Raumfahrtprojekte zu schaffen. Es hat seine gesammelten Erfahrungen bewahrt und vermehrt und gezeigt, dass selbst unter schwierigen Bedingungen der Aufbau neuer, ambitionierter Programme möglich ist. Am Horizont entwickeln sich Technologien und internationale Projekte, die ohne diese Bewährungsprobe vielleicht nie das Licht der Welt erblickt hätten. Doch was verlieh den sowjetischen Geheimprogrammen ein einzigartiges Erbe, das bis heute als Sprungbrett für moderne Weltraumforscher dient? Diese Herausforderung wartet noch auf ihre Lösung. Das sowjetische Raumfahrtprogramm war ein gewaltiger Beitrag zur Entwicklung der Raumfahrttechnologien. Die Entwicklung von mehrstufigen Raketen wie RDLUA und das Lebenserhaltungssystem, die Anfang der 1960er Jahre eingeführt wurden, legten das Fundament für zukünftige Generationen von Ingenieuren. Diese Errungenschaften wurden zum Grundstein der weltweiten Weltraumerfahrung. Man darf jedoch nicht vergessen, dass viele moderne Technologien unter dem Einfluss internationaler gemeinsamer Projekte und des Wissensaustauschs entstanden sind, etwas, das in Zeiten des Kalten Krieges nicht möglich war. Geheime Programme wie Almaz blieben der breiten Öffentlichkeit unbekannt. Tatsächlich handelte es sich dabei um ein echtes militärisches Raumfahrtunternehmen, das eine bemannte Station und ein Transportraumschiff umfasste. Obwohl ihre Geheimhaltung im Laufe der Jahre teilweise aufgehoben wurde, bildet ihr technologisches Erbe die Grundlage für moderne Orbitmissionen. Damals wurden viele der Andersdenkenden, die einst Geheimnisse des Programms waren, dennoch durch Veröffentlichungen und Errungenschaften wie Saljut, Luna und Venera bekannt. Der russische Teil der ISS basiert zweifellos auf den Erfahrungen, die in der Ära von Saljut und Mir gesammelt wurden. Die Entwicklung der Module für die ISS beinhaltete jedoch neue Technologien, die im Rahmen internationaler Zusammenarbeit entstanden. Das in der UdSSR gesammelte Wissen bot eher eine notwendige historische Grundlage als eine direkte technische Linie. Die Schlüsselrolle Russlands auf der ISS lässt sich durch die umfangreiche Erfahrung in bemannten Flügen und Programmen wie Sojus und Progress erklären, die ihre Zuverlässigkeit und Effizienz über viele Jahre hinweg unter Beweis gestellt haben. Die modernen Technologien der russischen Raumfahrt basieren auf der evolutionären Weiterentwicklung des sowjetischen Erbes, das im postsowjetischen Zeitraum einen Modernisierungsprozess durchlaufen hat. Sicherheits- und Steuerungsprogramme für Raumfahrzeuge entstanden aus sowjetischen Traditionen, wurden jedoch grundlegend erneuert und an die heutigen Bedingungen angepasst. Und schließlich hat trotz der vergangenen Jahre und der Veränderungen im Umfang der sowjetische Beitrag zur Weltraumforschung nichts von seinem Wert verloren. Die grundlegenden Entdeckungen, die im Rahmen der Programme Luna, Venus und Mars gemacht wurden, inspirieren weiterhin eine neue Generation von Ingenieuren und Forschern. Diese Errungenschaften beeinflussen die modernen Raumfahrtprogramme und fügen sich in das Gesamtbild der Erschließung des interstellaren Raums ein. Das Erbe der Vergangenheit bleibt ein wichtiger Wegweiser, der den Weg zu neuen Durchbrüchen weist. Untertitelredaktion Ian Boykova.